Mitbestimmung ist Demokratie im Betrieb. Wir als Betriebsräte sind die Stimme der Beschäftigten, der Kolleginnen und Kollegen. Unsere Aufgabe ist insbesondere bei Veränderungsprozessen nicht gestalten zu lassen, sondern sie mitzugestalten. Ich habe mich schon immer für Kollegen eingesetzt und auch Ungerechtigkeit angesprochen. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es ist ernst. Der Lockdown für ein Hotel bedeutet, dass von einem Moment zum anderen keine Gäste mehr da waren. Wie viele Kollegen plötzlich durch eine Vorerkrankung nicht mehr zur Arbeit gehen können oder Angst haben, zur Arbeit zu kommen, dann wird einem das bewusst, was für Auswirkungen Corona hat. Oder wenn Beschäftigte in besonderen Lebenslagen sind, kleine Kinder haben, Schulen, Kitas sind alle geschlossen worden. Das ist eine Situation, wo Menschen wirklich jemanden brauchen, mit dem sie darüber reden können. Wie geht es weiter? Was kommt jetzt auf uns zu? Wie lange dauert das? Es gibt ja immer die Debatte, was ist wichtiger, ein Unternehmen, die Gewinne, damit es hier irgendwie weitergeht. Wir haben gesagt, der Schutz und die Gesundheit der Menschen steht an vorderster Stelle. Die Riesenherausforderung war, wie stellen wir uns dazu auf, wenn Gesundheitsämter ganze Mitarbeitergruppen in Quarantäne stellen. Ein Stillstand ganzer Anlagen wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Das sind Tausende von Existenzen und Familien. Wenn der Ofen ausgeht, dann geht hier alles aus. Wir haben Ideen entwickelt mit der Firmenseite, wie kann man die Produktion am Laufen halten. Wir liefern in systemrelevante Industrien, in die Medizinbranche, Pharmaindustrie. Und diese Produkte werden gebraucht und gerade in Corona-Zeiten mehr denn je. Wir haben der Belegschaft mitgeteilt, dass der Betriebsrat voll funktionsfähig in der gesamten Zeit für die Kolleginnen und Kollegen da sein wird. Wenn die den Hochofen weiter betreiben, dann kann die Mitbestimmung nicht abtauchen. Wir waren da und haben geholfen, wo man uns gebraucht hat. Ich hatte schon weiche Knie, als ich den Kollegen erzählen musste, dass wir auch über Kurzarbeit nachdenken. Das Kurzarbeitergeld ist nicht viel und ist in der Hotellerie noch viel weniger. Das war etwas völlig Neues, mit dem man erstmal zurechtkommen musste. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Dass Einsparmöglichkeiten nicht nur auf dem Rücken von Tarifbeschäftigten ausgetragen werden, sondern eine Lösung her muss, wo sich alle beteiligen, bis hin zum Vorstand und auch Aufsichtsrat. Wir haben gerade für die niedrigen Einkommen erreicht, dass sie nahezu ihre normalen Einkommen beibehalten. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ein Hotel an eine neue Normalität anzupassen, ist natürlich keine einfache Aufgabe. Das Unternehmen macht sich mit uns zusammen Gedanken darüber, wie können wir unser Produkt verändern. Jeder hat in der Corona-Krise ein Bewusstsein dafür bekommen, was geht und was geht nicht. Teilweise gingen Sachen, da hat man vorher nicht dran geglaubt. Wenn ich allein an das mobile Arbeiten denke. Wir haben uns vielleicht dran gewöhnt, aber für mich ist Normalität, wenn die Kollegen und Kolleginnen wieder ohne Angst und ohne Maske zur Arbeit kommen können. Und es zeigt sich in solchen Krisen, wie wichtig die Mitbestimmung ist und dass ein Unternehmen nicht alleine entscheidet, sondern mit der Mitbestimmung. Mein Name ist Tiki Nasikol. Mein Name ist Tobias Bäumler. Mein Name ist Kerstin Spendel. Ich bin Thorsten Braun. Man selber alleine kann nicht im Unternehmen seine Interessen einfach nur so durchsetzen. Ich möchte jeden motivieren. Seid solidarisch. Betriebliche Mitbestimmung ist wichtiger denn je. Da, wo es keine Betriebsräte gibt, engagiert euch und wählt einen Betriebsrat. Das ist schon absolut notwendig.